Hallo, schaut euch auch die Fledermaus von Strauß an? Nein, von Johann Strauß. Ich erzähle euch in diesem Video, wer da eigentlich wer ist. Das ist der Rechtsanwalt Dr. Falke. Er will Rache. Warum? Dafür müssen wir ein paar Jahre in die Vergangenheit reisen. Falke und sein Freund Gabriel von Eisenstein gehen gemeinsam zu einem Maskenball. Eisenstein ist verkleidet als Schmetterling und Falke als Fledermaus. Im Morgengrauen lässt Eisenstein Falke komplett besoffen alleine zurück. Falke wird von allen ausgelacht und blamiert sich. Und dafür will er sich Jahre später endlich rächen. Und genau hier beginnt das Stück. Heute muss Eisenstein wegen der Beleidigung eines Polizisten für ein paar Tage ins Gefängnis. Der Sänger Alfred, die Jugendliebe von Eisensteins Frau Rosalinde, wittert seine Chance. Er will Rosalinde besuchen kommen, sobald Eisenstein im Arrest ist. Währenddessen bekommt Adele, die Kammerzofe der Eisensteins, einen Brief mit einer Einladung zum Fest des Prinzen Orlowski. Der Brief ist von ihrer Schwester Ida unterschrieben, kommt aber eigentlich von Falke. Er schmiedet nämlich seinen Racheplan gegen Eisenstein und lädt auch ihn zum Fest ein. Eisenstein lässt sich überreden, zum Fest statt in den Arrest zu gehen. Als alle außer Rosalinde das Haus verlassen haben, schleicht sich Alfred herein, um Rosalinde zu verführen. Doch dann taucht der Gefängnisdirektor Frank auf, um Eisenstein zu verhaften. Alfred gibt sich als Eisenstein aus, um Rosalinde nicht bloßzustellen. Auf seinem Fest klagt der steinreiche Prinz Orlowski darüber, dass er nicht mehr lachen kann. Falke verspricht ihm, ihn mit seiner Racheinszenierung aufzuheitern. Kurz darauf erscheinen Eisenstein, Adele und Frank auf dem Fest. Aber auch Rosalinde, als ungarische Gräfin verkleidet. Eisenstein erkennt seine Frau nicht, will sie aber mit seiner teuren Uhr verführen. Doch Rosalinde sichert sich die Uhr als Beweisstück für seine Untreue. Und so nimmt die Rache ihren Lauf. Und es wird gefeiert bis in die Morgenstunden. Nach dem Fest torkelt Direktor Frank immer noch betrunken in sein Büro im Gefängnis. Als der echte Eisenstein dort erscheint, beginnt die große Verwirrung. Kurz darauf kommen Adele und Ida ins Gefängnis, weil sie wollen, dass Frank Adeles Ausbildung zur Künstlerin finanziert. Und als dann auch noch Rosalinde dort auftaucht, um sicherzustellen, dass ihre Affäre mit Alfred nicht auffliegt, ist das Chaos perfekt. Was macht außerdem ein Frosch im Gefängnis? Nein, die Gefängniswärterin Lieselotte Frosch natürlich. Und bekommt Falke eigentlich endlich seine Rache? Oder war am Ende vielleicht doch nur der Champagner an allem schuld? Ach, Scheiße! Das seht ihr in der Operette Die Fledermaus. Bis dann!